Roland, der Krieger, machte sich auf seinem Boot bereit für einen weiteren Tag, um Touristen durch die atemberaubende Schönheit seiner Heimat zu führen. Wenig ahnte er, dass dieser Tag anders sein würde, für immer in seiner Erinnerung verankert. Während Roland die kalten Wellen in Richtung der Küstenbarriere navigierte, umhüllte ihn eine Aura der Gelassenheit. Möwen schwebten über ihm, und die klare Luft hallte von den entfernten Rufen der wilden Tiere wider. Plötzlich bemerkte Roland eine Bewegung im Wasser hinter ihm. Er blinzelte gegen das Sonnenlicht, um die Quelle zu erkennen. Zu seiner Überraschung schwamm ein Eisbär gleichmäßig in seinem Kielwasser. Instinktiv wusste Roland, dass ein hungriger Bär eine formidable Bedrohung sein könnte. Doch dieser Bär zeigte keine Anzeichen von Aggression. Stattdessen schien er fast freundlich. Roland beschloss, ein Risiko einzugehen und schaltete den Motor des Bootes aus. Der Eisbär setzte seine Annäherung fort, die Augen auf Roland gerichtet. Da sah er den Grund für das merkwürdige Verhalten des Bären. Er war in einem Fischernetz verstrickt. Die Bewegungen des Bären waren eingeschränkt, und Roland konnte seinen stillen Hilferuf spüren. Da er mit den Gewohnheiten der lokalen Tiere bestens vertraut war, verstand Roland die Dringlichkeit der Situation. Er konnte den stummen Ruf nach Hilfe nicht ignorieren. Mit ruhiger Hand streckte er dem kämpfenden Bären eine Geste des Friedens entgegen und bot ihm so eine Chance zur Rettung an. Als Roland sich vorsichtig näherte, konnte er die Verzweiflung in den Augen des Bären sehen. Es war, als ob das majestätische Wesen wusste, dass Roland seine einzige Hoffnung auf Rettung war. Da er den Bären nicht allein befreien konnte, gab Roland ein Zeichen für Hilfe. Kapitäne und Passagiere von nahegelegenen Booten reagierten schnell und bildeten ein improvisiertes Rettungsteam. Die Herausforderung war enorm. Das Netz war eng um den Körper des Bären gewickelt, bedrohte seine Freiheit und letztendlich sein Leben. Die Atmosphäre wurde angespannt, während das Team fleißig arbeitete und das erstickende Netz, das den Bären gefangen hielt, durchschnitt. Erstaunlicherweise blieb der Eisbär ruhig, seine Pfote griff nach Rolands Boot für Unterstützung. Es war, als ob der Bär verstand, dass diese Menschen seine Retter waren, Verbündete in einem gemeinsamen Überlebenskampf. Schließlich wurde der letzte Strang des Netzes durchtrennt, und der Eisbär, nun befreit, hob seinen Kopf hoch. Die Stille, die folgte, wurde vom Geräusch des Wassers unterbrochen, als der Bär elegant davon schwamm. Er pausierte einen Moment, drehte sich um und blickte auf seine Retter, seine Augen voller Dankbarkeit und Verständnis. Als Roland den Eisbären in der Weite der Arktis verschwinden sah, konnte er nicht anders, als ein tiefes Gefühl der Erfüllung zu empfinden. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.